Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal, wie man diese blöde Söldnermutter einfach countern kann. Viele haben das Problem, viele wissen nicht, wie sie gegen sie spielen sollen, vor allem in der Kombination mit diesem blöden Bären noch dazu, was es unausstehlich macht und viele schon verzweifeln. Deswegen will ich heute euch ein paar Teams zeigen, die ich benutze, um diese Combo einfach wie ein Witz dastehen zu lassen. Das erste Team, was ich sehr, sehr oft gerne benutze, ist mein Favoritenteam, ist das Team hier. Die Schweinsmeisterin im Wasser, Feuerrobo und natürlich unseren Clockwork, unseren MVP hier in dem Fall. Das ist so das meiste, was standardmäßig gespielt wird. Immer in der Kombi mit entweder mit ihr oder mit der Krankenschwester. Wird sehr, sehr oft gerne gespielt und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so ein Team reinzugehen. Wichtig ist nur, dass euer Robo auf Eifer gebaut ist. Ihr braucht Immunität, weil ihr werdet auf jeden Fall von der Söldnermutter angegriffen. Bedeutet, es könnte sein, dass ihr provoked werdet, gestunt werdet und so weiter. Deswegen wollt ihr euren Robo natürlich auf Eifer bauen und natürlich tanky, ne? Er sollte der schnellste sein. Er muss nicht natürlich so schnell sein wie hier, ist aber empfehlenswert, weil man weiß nie, wie schnell die Schweinsmeisterin oder die Krankenschwester als dritte Partei hier ist. Und es kann natürlich random passieren, dass sie dann zu schnell ist und dann pustet sie gerade sie dann wieder und dann ist euer Robo dann direkt tot. Was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt anstatt sie natürlich, könnt ihr auch die Licht-Schweinsmeisterin nehmen. Würde ich euch sogar mehr empfehlen. Sie hat auch noch ein Speed-Lead, was euch natürlich noch schneller macht, was einen Vorteil hat. Können wir eigentlich theoretisch auch probieren. Dann werdet ihr das auch sehen. Weil das andere Team habt ihr schon in anderen etlichen Videos schon bestimmt gesehen bei mir, was ich gerne benutze. Deswegen dachte ich, ich probiere jetzt erstmal mal das hier aus. So. Jetzt gehen wir einfach rein. Ich werde jetzt einfach mal zeigen, wie es funktioniert. Der Vorteil ist natürlich bei diesem Team, auch bei dem Speed Lead, dass er, je schneller, je mehr Speed er hat, desto höher ist sein Damage. Und deswegen nimmt ihr den Robo aus dem Grund auch, weil wir kriegen einen Speed Boost. Dieser Speed Boost ist auch nochmal sehr wichtig für unseren Clockwork. Ja, und deswegen nehmen wir den Speed Boost, macht ihn schneller. Pro Buff, den er natürlich hat, kriegt er nochmal 15 Speed mehr. Macht ihn auch noch umso besser. Wir versuchen jetzt auf 4 zu gehen. Wir nehmen noch das Effekt. Dann haben wir 4 Buffs und jetzt gucken wir, was für Schaden wir auf den Bären machen. 39.000. GG. Und damit seid ihr eigentlich schon gut to go. Jetzt kann nichts mehr passieren. Das Team ist Geschichte. Wir haben hier noch ein Backup. Das heißt, wenn der Robo sterben sollte, wird sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, unseren Clockwork targeten. Das bedeutet, wir müssen natürlich gucken, dass wir einen Reviver quasi dabei haben, der dann sieht oder ihn dann zumindest wieder zurückholt. Das ist der Grund, warum wir das dann so spielen. So, jetzt können wir natürlich, ja, wir haben es wieder resettet, zack, und es ist vorbei. Es ist vorbei, wir können hier Fokus setzen und wir haben gewonnen. Super easy. So, als nächstes nehme ich natürlich auch gerne mal dieses Team hier. Die meisten werden sie vielleicht jetzt nicht haben, aber es sind 2 Free-to-Play-Monster. Versucht ihn einfach sehr tanky zu bauen mit 70% Crit Rate, weil ihr habt sowieso die 30%ige Strafe, dass ihr nicht mit 30% nicht critten werdet. Deswegen sind 70% fein. Sollte auch reichen, ihr seid tanky genug, um das Team Stück für Stück auseinanderzunehmen. Wenn ihr sie natürlich nicht habt, könnt ihr natürlich auch sie als Lead nehmen und hier jeglichen Tank-Unit mitnehmen. Ihr könntet natürlich auch den Wasserriesen mitnehmen, der quasi auch ein bisschen supportet, weil er kriegt weniger Schaden vom Bären wegen der Passiven, ist halt sehr defense-lastig, Verteidigungserhöhen. Ihr könnt ihn voll auf Resistance bauen mit viel HP. Am besten wirklich die 2 Sachen sind sehr, sehr wichtig bei dem. Könnt ihr auch reinbauen, ist ein Heiler, völlig fein. Könnt ihr also auch machen. Aber ich gehe jetzt mit der Eisenfaust rein, weil es ist so mein Team und ich habe den anderen leider nicht gebaut, aber für, für andere Teams ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Warum habe ich sie jetzt dabei? Ist einfach nur ein Backup. Das Team spiele ich normalerweise nicht gegen dieses Standardteam, aber ich wollte es einfach halt sagen, weil ich finde gerade keine anderen Teams. Ähm, was hier wichtig ist, das ist quasi wie Ramagos. Ihr müsst versuchen, ihr so viel wie HP es geht abzuziehen. Deswegen versucht ihr mal so den Counterattack von Bären auf ihn zu ziehen. Mit ihm versucht ihr natürlich erstmal
so gut es geht, ihn rauszunehmen und 41k direkt auf dem ersten Anhieb. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, er wird trotzdem gestunt, ihr kriegt keinen Counter-Attack, alles fein, also das ist gar kein Problem und dann ist der Kampf auch schon wieder vorbei. So, als nächstes haben wir hier dieses Team. Wieder genau das gleiche Team. Jetzt benutzen wir das Free-to-Play-Team. Das haben wir ein bisschen umgebaut. Wichtig ist nur, dass euer Riese der schnellste natürlich in eurem Team ist. Er soll natürlich nicht so schnell sein wie jetzt hier. Ich habe nur die Bauteile von meinem Robo übernommen, deswegen ist er halt jetzt so schnell. Ich würde euch empfehlen, schaut nur, dass er schneller ist als euer schnellster von den Zweien und sehr viel auf Resistance und HP hat. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was ihr beachten solltet. Der Rest ist völlig egal. Ihr müsst nur gucken, dass er der schnellste ist und einfach beide halt abdeckt dann. Ne? So, wir gehen jetzt rein. So, jetzt. Wir kriegen jetzt den Schaden auf ihn, auf sie. Sollte uns gar nichts ausmachen. In den meisten Fällen. Jetzt können wir auf jeden Fall auf hier wieder schön auffallen. Und jetzt ist das Ding. Sie macht nur Schaden basierend darauf, wie viel mehr Verteidigung sie hat. Das heißt, wir müssen natürlich mit unserer Fähigkeit, die wir hier haben, natürlich auf den Bären gehen. Wenn eure Kleine hier gut gebaut ist, solltet ihr direkt one-shotten. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch erstmal auf Verteidigung senken gehen, weil er hat jetzt einen Verteidigungsbuff leider durch sie. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal auf Verteidigung senken gehen. So. Und werden dann mit ihr einfach den Finisher machen. Oder wir gehen erstmal so. Ja, nee, wir machen das hier. Zack, zack. So. Tot. Jetzt ist wieder kein Problem. Es ist wieder vollkommen alles fein. Wir werden hier keinen Schaden machen, weil sie ist halt ein Verteidigungsunit. Wir haben genauso viel, wir werden nicht viel Schaden machen. Deswegen gehen wir erstmal auf Betäuben. Versuchen natürlich, sie wird aber so viel Resistance haben, dass wir da keine Chance haben, überhaupt durchzukommen. Wir versuchen natürlich zu verhöhen, hat nicht funktioniert. Jetzt versuchen wir natürlich die Verteidigung zu senken, hat wieder nicht funktioniert. Jetzt können wir heilen, jetzt haben wir auch wieder unseren Verteidigungsbuff. Jetzt können wir einfach mal drauf gehen, wir werden sehen, wir machen nicht viel Schaden. So. Ist halt jetzt blöd gelaufen, ja. Ist jetzt nicht das beste Team für das, aber man kann das natürlich auch benutzen. Ist völlig fein. So, Defense Break. Nope. Ja, sie hat zu viel Resistance. Wir kommen da leider nicht durch. Wir geben unser Bestes, aber ich meine, slow und steady werden wir das Team schon besiegen, auch wenn sie sterben sollte. Sollte kein Problem sein. So, wir können mal versuchen, ob wir sie damit critten können. Das wäre natürlich schön. Schade, hat nicht geklappt. Dauert halt jetzt ein bisschen. So, und das war's. Noch ein Team, was ich euch empfehlen kann, ist das Team. Gegen dieses Team hier. Also es funktioniert natürlich auch nicht immer zu 100%ig. Es ist halt immer natürlich die Frage, stirbt er oder nicht. Er kann natürlich sehr schnell sterben. Passiert. Weil ihr keinen Wiederbeleber habt. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, die Riesen zu haben, Riesen sage ich schon, die Eisenfaust habt, dann umso noch besser. Ne? Dann habt ihr auf jeden Fall ein Backup zum Resen und zum Heilen. Super gut. Wenn ihr sie natürlich nicht habt, könnt ihr sie natürlich auch so benutzen. Da müsst ihr halt echt gucken, dass er hier nicht stirbt. Es ist halt ein 50-50. Wir können mal reingehen, dann zeige ich es euch. Aber es ist halt so eine Free-to-Play-Lösung, die man benutzen kann auf jeden Fall. So. Ist halt jetzt natürlich blöd hier in dem Fall. Wir gehen so. So. Ihr könnt sehen, also, ja, man sieht's. Wir machen Schaden und solange er am Leben ist, wird nichts passieren. So, das erste, was wir hier natürlich versuchen werden, ist, ihn hier rauszunehmen. Hat leider nicht geklappt. Und das ist halt der Nachteil dann natürlich an ihm. Kann passieren. Aber der Vorteil ist, wir können ihn jetzt ohne Probleme rausholen. Was halt für uns natürlich kein Problem gibt. Wir könnten natürlich gucken, ihn zu heilen. Würde ich jetzt eher weniger machen. Ich gehe mit dem ersten Skill einfach auf ihn. Krieg den Schaden hier ab. So, Crit. Wir machen den Schaden wieder. Das einzige Problem, was natürlich sein kann, ist, wenn er uns hittet.
Jetzt können wir natürlich hier versuchen, ihm den Schild zu geben, dass er zumindest nicht stirbt, aber hier das erste Mal, zack, und schon ist der das erste Mal down. Es ist halt einfach nur wichtig, ihn hier irgendwie am Leben zu halten. Das ist das größte Problem in diesem Team. Wenn er jetzt auch hier, guck mal, jetzt sieht man, er hat jetzt einiges an Damage verloren. Wir können natürlich gucken, dass wir ihn vielleicht jetzt einigermaßen Schaden austeilen. So, 18.000 ist völlig fein. Da ist es natürlich ein Problem, was passieren kann, dass alle gestunt werden. Und dann stirbt sogar jetzt sie und das ist dann halt auch schon GG. Vielleicht auch nicht. Jetzt ist es kein Problem mehr. Jetzt habt ihr gewonnen. Sobald der Dude tot ist alles vollkommen egal. Ab jetzt ist es einfach nur noch, ich kann auf Auto machen und es wird garantiert ein Win sein. Ja? Ist halt natürlich klar. Das Blöde ist halt, dass wenn sie stunt, ist halt blöd, ne? Aber ich brauche nichts zu machen. Einfach nur zusehen. Ihr geht natürlich mit dem ersten Skill noch rein mit dem Joker, um zu gucken, dass er wirklich immer diesen Verteidigungs-Ignore-Damage macht. Wie gesagt, ihr könnt halt die Linke austauschen, die Schweinsmeisterin, mit der Eisenfaust, damit ihr einfach nur die Chance habt, immer wieder zu beleben. Das ist halt schon wichtig für euren Backup hier. Es kann natürlich passieren, dass er stirbt, weil die Leseratte euch dann nicht mal crittet. Es kann passieren. Die Passive sagt ja, die kritische Trefferquote erhöht sich um 30%, wenn du angreifst oder angegriffen wirst. Das heißt, ignoriert das jetzt. Eigentlich 70%, aber ich habe halt jetzt fertige Bauteile übernommen, deswegen. Also 70% die Crit Rate reicht schon, um ihn zu critten. Immer, hundertprozentig. Und in den meisten Fällen ist die Söldnermutter immer auf Crit. Er ist auf Crit, ist Standard gebaut. Es ist sehr, sehr selten mal, dass jemand nicht genug Crit Rate hat und wirklich in den seltensten Fällen kann es passieren, dass man nicht gecrittet wird. Von ihm wird man halt auch schon fast schon immer gecrittet, weil man hat die Affinität 15% plus die 30% sind wir schon bei 45%. Die Chance, dass die Leseratte hat mindestens, meistens, ich habe jetzt auch 11% Crit Rate, ich habe es versucht, so wenig wie möglich zu halten, aber es ist immer was drauf. Das heißt, man hat mindestens 50 bis 60, ich würde sagen 60 bis 70%ige Chance auf einen Crit Rate oder einen Crit von Leseratte. Aber es kann passieren, dass halt mal ein Crit durchkommt. Deswegen ist halt Backup schon gut, dass man ihn hat, der ihn quasi dann schildet, um ihn dann, dass er dann ihn nicht killt. Was man natürlich auch probieren kann oder machen könnte, ist ein einfach. Oh Gott, Leute, ich kann nicht mehr reden. Das, was man machen kann, ist, ihn auf Vampir zu spielen. Das heißt, wenn er immer countert, der heilt sich immer ein Stückchen mit. Bedeutet, ihr seid dann eigentlich sehr safe, außer ihr werdet gestunt. Dann ist natürlich ein Problem. Was ihr aber auch machen könnt aus der also für die Sicherheit, ist ihn einfach auf Wiederbeleben zu bauen, so dass er sich selber wiederbelebt, wenn ihr keinen Wiederbeleber habt und mit ihr spielen müsst. Könnt ihr auch machen. Das Wichtige ist nur, sie ist halt auch wenig Resistance. 60% ist halt deutlich wenig, deswegen wurde sie jetzt gerade weggesniped vom Bären. Aber in den meisten Fällen, wenn ihr sie auch noch auf Resistance habt, mit viel HP, genauso auch ihn auf viel HP, mit Crit Rate, 70%, Crit Damage, dann fokusst ihr einfach nur die Leseratte in Licht mit dem ersten Skill die ganze Zeit. Einfach nur mit Angriff senken. Und hier, dieser Angriff ignoriert die Verteidigung des Feindes. Deswegen wollt ihr immer diese Fähigkeit auch einsetzen. Benutzt nicht diese Fähigkeit. Ja, manchmal rastet er aus und macht 50 Hits hintereinander, aber lieber nicht. Nur das mal als Info. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt mal helfen, Teams zu bauen. Es gibt noch etliche andere Teams. Kommt gerne montags vorbei. Ich streame ja montags immer meinen Gebietskrieg. Kommt gerne auf Twitch vorbei, guckt zu. Ich spiele ja dann immer so on Stream, da könnt ihr mich auch fragen. Wenn ihr mal was wissen wollt, wie man Teams baut, wir reden auch da immer über Sachen und überlegen uns andere Counters und so weiter und so fort. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.